Polizeifahrzeuge ist ein sehr weites Feld. Ich schätze, dass im Transporterbereich mittlerweile jedes dritte Fahrzeug additiv gefertigte Teile beinhaltet. Bei Mosolf sind wir mittlerweile mit dem 3D-Druck so weit, dass es eigentlich kein Fahrzeug mehr gibt, das den Hof verlässt, in dem kein additiv gefertigtes Teil mehr drin ist. Bei Mosolf drucken wir mittlerweile um die 5000 Teile additiv pro Jahr, sind aber im Aufwärtstrend. Das heißt, in jedem Fahrzeug haben wir mindestens 3 Teile drin, wenn nicht sogar mehr. Die Mosolf Special Vehicles ist ein Aufbauhersteller Profi. Wir bauen Sonderfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge für verschiedene Bereiche wie Polizei, Länderpolizei, Bundespolizei und produzieren hier am Standort ca. 1000 Sonderfahrzeuge pro Jahr. Wir bauen grundsätzlich auf Serienfahrzeuge auf. Das heißt, es sind ja nicht für uns speziell entwickelte Fahrzeuge. Und dann müssen wir gucken, wo sind Verbauorte übrig. Wo können wir tatsächlich was hinbauen, dass der Kunde auch den Nutzen dann von dem Fahrzeug am Ende hat. Die Fahrzeuge werden immer stärker mit Displays zugebaut. DIN-Schächte gibt es keine mehr in den Fahrzeugen. Und so ist eigentlich immer wieder die Herausforderung, Bauräume zu finden, wo alle Bedienelemente unterzubringen sind. Speziell in den verdeckten Fahrzeugen, wo man am Ende des Tages auch nicht sehen soll, dass es ein Polizeifahrzeug ist. Die größte Herausforderung ist die Vielfalt. Die meisten Fahrzeuge sind halt doch sehr individuell. Entsprechend sind die Stückzahlen unterschiedlich. Auch die Elemente, die reinkommen, bei der Funkanlage zum Beispiel, variieren. Da gibt es ja nicht nur einen Hersteller, sondern mehrere, genauso wie bei der Sondersignalanlage. Zumal wir auch für 17 Polizeien in Deutschland fertigen. Und da hat auch jeder seine eigene Vorstellung, wie eine Ergonomie aussehen soll, wie er die Bedienung haben möchte. Und dementsprechend sind die Stückzahlen meistens in der Basiskonstruktion vergleichsweise hoch, aber wenn man dann den Individualisierungsgrad sieht, dann doch wieder klein. Der SLS-Druck ist ideal für Mosolf, weil sie eine super Qualität haben, eine hohe Genauigkeit, die Materialperformance und sie können viele Bauteile auf einmal produzieren, kostengünstig, weil das ganze System sehr, sehr erschwinglich ist. Das Use-Ökosystem war für uns insofern das Passende, weil es von der Handhabung und vom Workflow eigentlich am besten für uns handhabbar ist. Wir nutzen die SLS-Technologie und speziell den Fuß 1 Plus für unterschiedliche Bauteile, angefangen von den kleinsten, einfachsten Winkel bis zu die komplizierteste Konsole, die so am Fahrzeug eingebaut wird. Wir haben diese Technologie verfolgt und den Fuse für 80% auf unsere Bedürfnisse eingestuft. Also man kann wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug schnell umkonstruieren. Kontur bleibt, Fahrzeug ist dasselbe, aber die Systeme, die im Fahrzeug nachher verbaut werden, die sehr unterschiedlich sind. Der größte Einfluss des 3D-Drucks auf die betriebsinterne Fertigung ist, dass wir an vielen Stellen bedeutend schneller geworden sind. In traditionellen Verfahren haben wir Lieferzeiten mittlerweile von 4 bis 6 Wochen. Speziell wenn die Teile beschichtet werden müssen. Im 3D-Druck können wir quasi über Nacht uns die Teile beschaffen. Wenn wir keinen Zugang zu 3D-Druck hätten, würden unsere Arbeitsabläufe wahrscheinlich deutlich langwieriger und komplizierter werden, weil wir jedes Teil wahrscheinlich mehrfach fertigen und anpassen müssen. Für mich als Konstrukteur gibt es nichts Besseres als eine Idee, die man heute im Kopf hat und es auch zeichnet, sich vorstellt, am nächsten Tag in den Händen zu halten, zu betrachten. Zurzeit werden die Fahrzeuge immer schöner, immer flüssiger im Innenraum. Stauräume werden immer dynamischer, immer komplizierter. 3D-Druck ist eigentlich sehr wichtig für den Design, für die Ergonomie im Fahrzeug und das kann man mit anderen Technologien wie zum Beispiel Tiefziehen oder Blech nicht realisieren und auch die Anbindung am Fahrzeug selber mit diesen komplizierteren Formen können wir das mit dem 3D-Druck am allerbesten lösen. Mit dem Fuse One Plus Ökosystem hat man natürlich das perfekte Material. Es ist einsatzbereit. Das gibt schon sehr, sehr lange. Beim PA12 ist es so, dass der etwas höhere Temperaturen verträgt. Sie wissen ja, im Sommer haben wir 80 Grad im Fahrzeug, wenn wir auf dem Parkplatz ankommen. Und das macht der PA12 auf jeden Fall mit und ist auch feuerfest. Die nächste Zusammenarbeit mit Mosolf wird so aussehen, dass wir natürlich bestrebt sind, neue Fuse-Ökosysteme mit anderen Materialien hier hineinzubringen, um noch mehr Vielfalt ins Auto hineinzubringen. Es passiert mir eigentlich jetzt noch, nach den vielen Jahren, wo wir den additiven Bereich betreiben, dass ich staunend vor Produkten stehe, die wir selbst konstruiert haben, die wir selbst gedruckt haben, mit den ganzen Funktionalitäten und den Möglichkeiten, die der 3D-Druck bietet.